Podcast Transforming Organizations for Humanity. Heute treffe ich für Transforming Organizations Karin Heinzl. Karin, du bist Gründerin der gemeinnützigen Organisation MentorMe, einem einjährigen beruflichen Förderprogramm mit den Services Mentoring, Training und Networking für Studienabsolventinnen und Berufseinsteigerinnen. Vor ca. 1,5 Jahren lernten wir uns kennen, als du vor einer Gruppe sehr junger Frauen einen energiegeladenen Vortrag zu deinem Werdegang gehalten hast. Beruflich hast du selbst bereits viel erlebt. Du hast im Bildungsbereich und in der Politik gearbeitet und nach deinem Engagement in diversen sozialen Projekten deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Mit MentorMe bringst du nun die Chef- und Führungsetagen von Zalando, Google und so weiter in Kontakt mit jungen Mentorinnen. Liebe Karin, schön, dass du heute im Rahmen von Transforming Organizations mit mir sprichst. Vielen Dank. Ja, du bist ja 2015 mit MentorMe gestartet. Was hat dich denn dazu bewogen, Frauen beim Berufseinstieg zu unterstützen? Bei mir war es so, dass ich bis 2015 in der Politik gearbeitet habe und dann stand ein klarer Wechsel aus der Politik an und ich wollte etwas machen, aus der Politik kommen, das wirklich ganz klar und ganz direkt bei den Menschen ankommt. Und für mich war das auch damals eine der Optionen war soziale Arbeit, irgendwas im Bereich soziale Arbeit zu tun. Und es kam dann die Chance auf und die Möglichkeit auf, nach Indien zu gehen und dort für eine NGO zu arbeiten vor Ort für 4 Monate. Das habe ich dann auch getan. Es war auch eine fantastische Zeit für mich in Indien und im Prinzip war es dann auch so, nach dieser Zeit, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, wollte ich auch in diesem Bereich weiterarbeiten, sprich im sozialen Bereich. Ich komme, wie gesagt, aus der Politik und wollte dann auch im Prinzip auch eine Branche wechseln, wenn man so will. Ich habe mich dann auch beworben für eine gewisse Zeit, wollte natürlich auch in eine bessere Stelle reinkommen, weil auch meine Stelle in der Politik am Schluss war eigentlich eine relativ gute. Ich bin aber dann tatsächlich auch an meine Grenzen gestoßen und habe nicht den Job bekommen, den ich wollte. Also auch einen Job, in dem man bereits ein Team anleitet, in dem man Projektarbeit macht, in dem man wirklich, ich sag mal, die Boundaries pusht von dem, was möglich ist, zu dem, was noch unmöglich erscheint. Und irgendwann dachte ich mir nach ein paar Monaten, warum machst du es nicht einfach selbst? Warum stellst du nicht selbst ein Programm auf die Beine? Warum erarbeitest du dir nicht selbst eine Organisation oder ein Unternehmen oder grundsätzlich ein Projekt mal von einem Bereich, der dir am Herzen liegt, der dir Spaß macht und der ein bisschen deine Talente, die du hast und deine Erfahrungen, die du in den letzten Jahren aus verschiedensten Bereichen, eben wie gesagt aus dem Bildungsbereich, aber auch aus dem politischen Bereich und dann eben zuletzt aus dem sozialen Bereich in Indien mitgenommen hast, zusammen. Und ich habe lange überlegt, welcher Bereich das sein sollte und für mich war eigentlich dann relativ klar, dass es tatsächlich diese Frauenförderung ist und vor allem auch die Frauenförderung für junge Frauen. Und dieser Entschluss kam deshalb auch, weil ich angefangen habe in meinen Uni-Zeiten noch, ich habe in Amerika Political Management studiert, mich mit Leadership und Leadership Skills und Women and Leadership auseinanderzusetzen. Später in der Politik habe ich dann mitorganisiert ein Mentoring-Programm für Frauen, die in die Politik einsteigen wollen. Das ist ja auch ein sehr schwieriger Bereich oder ein harter Bereich für viele Frauen, der politische. Und in Indien habe ich dann auch Workshops und Seminare gegeben für die Social-Arbeiter dieser NGO, auch im Bereich Women Empowerment und Teambuilding und aber auch Fundraising. So, und im Prinzip diese Bausteine oder diese Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, haben mich dann dazu bewogen, dass ich gesagt habe, warum nicht Frauenförderung und warum nicht ein Mentoring-Programm? Ich habe schon ein bisschen Erfahrung und ich probiere es einfach. Und das war im Prinzip Ende 2014, Anfang 2015. Und dann im Jahr 2015, als der Entschluss gefällt wurde von mir, ging es dann eigentlich sehr schnell. Und das waren so die Beweggründe, die mich damals dazu gebracht haben, dass ich wirklich sage, ich probiere jetzt einfach selbst ein Projekt, ein Programm auf die Beine zu stellen und das soll Frauenförderung sein und in meinem konkreten Fall die Förderung von jungen Frauen. Warum haben es denn deiner Meinung nach Frauen immer noch schwer, in Führungsetagen zu gelangen? Du hast gerade auch über die Politik gesprochen. Ich glaube, es sind mehrere Gründe, warum es Frauen tatsächlich immer noch schwer haben, in Führungsetagen zu kommen. Das fängt an
bei inneren eigenen Hürden. Ich persönlich bin kein Mensch und ich bin keine Frau, die sich als Opfer sieht und die andere Frauen als Opfer sehen will, und sagt, nur die Männer sind schuld oder nur die Politik ist schuld oder nur die Wirtschaft ist schuld. Und wir Frauen werden im Prinzip verhindert, da ganz nach oben zu kommen. Das glaube ich nicht und das möchte ich auch nicht glauben und das will ich auch nicht den Mentees zum Beispiel von MentorMe weitergeben. Das heißt, ich glaube, es sind tatsächlich auch viele innere Hürden, die Frauen haben. Oftmals sind es Unsicherheiten, oftmals ist es aber auch die Scheu, so ganz an der Spitze mitzukämpfen. Und ich sage bewusst das Wort kämpfen, weil die Luft an der Spitze ist dünn und das sind nun mal Bereiche, die stark umkämpft sind und wo auch nun mal härtere Bandagen aufgezogen werden. Und Frauen sind eher mehr so diplomatisch, sage ich, und weniger konfrontativ tendenziell als Männer. Das heißt, das sind so Gründe, warum sich auch Frauen scheuen, ganz nach oben zu kommen. Dann kommt natürlich auch dazu oftmals die enorme Verantwortung und der enorme Druck, vielleicht noch mal mehr als die Verantwortung, weil Frauen wollen Verantwortung übernehmen, aber der Druck ist schon ein harter. Und dann natürlich auch Familienplanung. Und das wiederum geht aber auch über in einen weiteren Grund, den ich glaube, der tatsächlich sehr entscheidend ist, warum Frauen nicht in die Führungsetage kommen. Das ist tatsächlich auch der gesellschaftliche Druck, als Frau in einem gewissen Alter zum einen eine Familie zu gründen, Mutter zu werden und dann aber auch gefälligst sich um die Kinder zu kümmern. Und ich glaube, dass viele Frauen auch, und zumindest höre ich das, die Mütter geworden sind, auch schief angeschaut werden, wenn sie sagen, ich will trotzdem Karriere. Ich bin zwar junge Mutter, vielleicht habe ich jetzt erst seit ein paar Monaten ein Kind, aber ich gehe trotzdem zurück in den Job und das Kind kommt, hat eine Nanny oder wen auch immer, oder die Großeltern kümmern sich, aber Karriere ist mir auch wichtig, weil das ist auch mein Baby. Und ich glaube, dass es da auch sehr viele Vorteile in der Gesellschaft gibt, auch oftmals leider Gottes noch von Männern, die schon auch die Frauen unterstützen wollen, die wollen, dass ihre Frauen Karriere machen, aber wenn es dann darum geht, wer beim Kind zu Hause ist, sagen sie, nee, bei mir ist nicht möglich. Das musst du machen. Und dann, wenn überhaupt, machen sie im besten Falle 2 Monate. Das ist der gesellschaftliche und der letzte Grund, glaube ich, ist so ein innerbetrieblicher, struktureller, dass viele Unternehmen und Organisationen nicht die Rahmenbedingungen schaffen, die Frauen brauchen, um nach oben zu kommen, wie zum Beispiel Kinderbetreuung, wie zum Beispiel flexibles Arbeiten und solche Dinge. Was denkst du denn, wie würde sich denn Arbeiten verändern und denkst du, dass es vielleicht sogar menschlicher werden würde, wenn es mehr Frauen in Führungspositionen gäbe? Mensch, ich weiß nicht, ob ich glaube, ob es menschlicher werden würde, weil das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass es mit den Männern nicht menschlich ist und ich will den Männern keine Unmenschlichkeit unterstellen. Also ich würde das jetzt so nicht unbedingt sagen. Es gibt fantastische Männer. Ich habe mich heute noch mit einer Diversity-Dame eines Unternehmens getroffen, wo der Mann in Diversity forscht, ein Mann, einer der Vorstandsmitglieder, männliches Vorstandsmitglied im Diversity-Komitee sitzt und diese Sache wirklich voranbringen will. Aber ich glaube schon, dass Frauen anders zusammenarbeiten, dass weniger Konkurrenz, weniger in Grüppchen spielen und dann automatisch gegen andere sein, also so klassische Koalitionen bilden, arbeiten. Und ich glaube, dass Frauen auch ein bisschen mehr auf Synergien achten und auch ein bisschen mehr auf gute Zusammenarbeit als Männern tendenziell. Das heißt, ich glaube schon, dass es, wenn man die Zusammenarbeit in Teams und in Unternehmen, in Organisationen ansieht, es sehr gut ist, wenn Frauen in Führungsrollen sind und Führungsrollen unternehmen, weil sie ein bisschen so eine softere, wenn man will, Art und Weise der Zusammenarbeit ins Team bringen. Aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, also grundsätzlich würde ich sagen, dass ein Mix aus Frauen und Männern wahrscheinlich der beste ist. Und die Frage ist nur, wie man mit den eigenen männlichen, aber auch weiblichen Stärken oder Zügen, die man hat, umgeht und wann man welche einsetzt. Und das ist wahrscheinlich auch die Kunst, die jeder erlernen kann, ob Mann oder Frau, zu entscheiden und zu wählen, wann welche Züge die richtigen sind und wann welche angebracht sind. Ja, es gibt ja viele Studien auch so zur Gesundheit des Arbeitens und befragt man da die Daten, so zeigen, die das Arbeiten zunehmend krank macht. Immer mehr Menschen leiden ja an Burnout und Depression. Was denkst du, welchen Blick, welche Maßnahmen brauchen wir, um dies zu ändern und inwieweit siehst du auch einen Zusammenhang
zu Themen wie individuelle Entfaltung, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung. Ich gehe mal auf den ersten Teil der Frage ein bezüglich Burnout und Depression. Ich glaube auch hier, die Gründe können vielfältig sein. Im Prinzip, ich meine, Burnout ist meistens ein Resultat von Überarbeitung. Das heißt, wenn man in wirklich stressigen Arbeitsklima arbeitet, wo man überfordert ist, wo man auch nicht die Möglichkeit hat, mal einen Gang zurückzuschalten, wo man vielleicht auch nicht die Möglichkeit hat des Feedbackgesprächs, dass man unterstützt wird zu Kollegen. Depression kann auch ein Resultat davon sein. Depression kann aber auch entstehen, wenn man unterfordert ist. Das heißt, wenn man überhaupt nicht in einem Arbeitsumfeld lebt, wo Engagement, wo Innovation, wo mal out-of-the-box-Thinking gefördert wird. Das heißt, da kann es genau das andere sein. Das heißt, ich würde nicht unbedingt sagen, dass zu viel arbeiten oder zu wenig auf die Gesundheit achten für beide, Burnout und Depression, die Gründe sein mag, sondern ich glaube, die können tatsächlich unterschiedlich sein. Welche Maßnahmen es braucht, ich glaube, man muss die Arbeit, die gut und richtig ist, sollte im richtigen Balance stattfinden zwischen eine gewisse Herausforderung den Menschen geben, damit sie auch mal vielleicht sogar an Grenzen stoßen können. Es gehört zum Leben dazu, das ist einfach Teil des Lebens, aber dann auch sehr wohl aufgefangen werden oder dass sie unterstützt werden. Und im besten Falle, dass sie an Herausforderungen sogar wachsen können und nicht nur in einem Umfeld sind, wo sie im Prinzip nur klein gehalten werden. Weil das sehe ich im Prinzip heute in vielen Betrieben, Leute werden klein gehalten, als dass man ihnen Flügeln wachsen lässt. So, das die Seite der Unterforderung, auf der anderen Seite auch ein enormes Problem heute, diese Überforderung, wo Leute wirklich nur arbeiten müssen, wo verlangt wird, dass sie am Wochenende arbeiten, dass sie immer arbeiten, dass sie immer bereit sind, wo sie einem Druck ausgesetzt sind, den sie wahrscheinlich in ihrem Stadium der Entwicklung noch gar nicht aushalten können. Und dann kommt es wirklich zum Burnout und zur Depression. Nochmal zurückgehend auf die Maßnahmen, wie gesagt, gutes Feedbackgespräch, Offenheit, eine Kultur des Scheiterns, das wird ja auch immer wieder jetzt vor allem auch in der Politik angesprochen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das verhindert auch ein bisschen solche gesundheitlichen Krankheiten wie zum Beispiel Burnout und Depression. Ja. Und die nächste Frage habe ich jetzt gar nicht mehr im Schirm, Alina. Das hast du mal wieder direkt schon beantwortet. Ja. Siehst du denn da die Verantwortung eher bei den Führungskräften, bei den Führungsetagen, bei den Teamleitern? Oder siehst du auch die Verantwortung bei jedem Einzelnen, ja, wenn es jetzt um den Umgang mit Stress zum Beispiel geht? Wie würdest du das so, also du sagtest ja, das hat ja viel mit Kultur zu tun. Ja, eine gute Frage. Ich glaube, in Deutschland ist die Bereitschaft des Einzelnen, wenn man es jetzt so will, etwas zu tun, wenn es ihm schlecht geht, jetzt mal laps oder schnell ausgedrückt, gar nicht mal so groß. Viele Leute wissen nicht mal, wenn sie irgendwie kurz vom Burnout stehen oder wissen nicht mal, dass sie eine Depression unter einer Depression leiden. Das heißt, ja, natürlich kann man auch da sagen, ich meine, man sollte sich kennen, man sollte auch von den Leuten erwarten können, dass sie sagen, stopp, hier nicht weiter. Ich glaube, die Realität schaut dann oftmals auch anders aus und das spiegelt sich auch wieder in der hohen Krankheitsquote, die auch in Deutschland herrscht oder die hohe Fluktuation innerhalb von verschiedensten Betrieben, dass Leute nach ein paar Monaten oder Jahren wechseln und dann aber auch immer wieder wechseln. Das heißt, ich glaube schon, dass eine gute Führung, ein gutes Management es als Verpflichtung ansehen sollte, auch sich zum gewissen Teil der Angestellten anzunehmen und zu schauen, dass die Angestellten gesund bleiben und glücklich bleiben und erfüllt bleiben im Job. Ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich sage, dass sie sich ums Private kümmern müssen, aber im Job auf jeden Fall. Ich glaube, es ist schon Teil von Management, was sehr viel auch mit Leadership zu tun hat, Verantwortung für die Leute zu übernehmen, die für einen arbeiten und die man anleitet. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, wer tatsächlich mehr Verantwortung hier hat, das Individuum oder das Unternehmensmanagement, dann würde ich sogar tendieren, dazu zu sagen, ein Tick mehr sogar das Unternehmen selbst, das Management. Ich sage immer, jedes Unternehmen ist so gut wie seine Leute. Ja, das heißt, da geht es nicht nur um Menschlichkeit und um Good Working Klima, sondern letztendlich auch um Wirtschaftlichkeit. Weil als Unternehmer muss man ja auch sich Gedanken machen, also wenn es ums Geld geht, machen Sie
die sich alle Gedanken, oder wenn es um letztendlich die Zahlen am Ende des Jahres geht. Aber man sollte sich tatsächlich auch Gedanken machen, wie es den Mitarbeitern geht und den Kollegen, weil das ist das Asset, was jedes Unternehmen hat. Und auf dem sollten die bauen. Also tatsächlich würde ich sagen, nochmal mehr Verantwortung hätte tatsächlich das Unternehmen und das Management. Wenn du jetzt eine Sache einführen könntest, die das Miteinander, die persönliche Entfaltung und die Verwirklichung von Menschen in Unternehmen generell mehr fördert, und wenn es für die Umsetzung jetzt mal überhaupt keine Hürden und keine Grenzen gäbe, was würdest du umsetzen? Was würdest du tun? Das ist eine gute Frage, eine schwierige Frage. Ich denke jetzt wirklich mal alles, was man machen könnte. Ich meine, ich habe selbst ein Mentoring-Programm gegründet und wahrscheinlich müsste ich jetzt auch sagen, ich würde sowieso überall das Mentoring implementieren. Aber ich glaube, Mentoring ist ein Schlüssel zum Erfolg, wie man Mitarbeitermotivation steigern kann. Ich würde aber tatsächlich hier sagen, das Engagement und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter untereinander würde ich fördern. Das heißt, ein paar fortschrittliche Unternehmen mittlerweile machen das, vor allem amerikanische, die stellen ihren Mitarbeitern, ihren Kollegen einen gewissen Prozentsatz deren Arbeitswoche zur Verfügung, um in Teams, in unterschiedlichen Teams, auch mal in Teams, die über Hierarchien hinweggehen, an neuen Ideen zu arbeiten. Das heißt, die sitzen zusammen mit Kollegen, die eventuell aus einem ganz anderen Serviceline kommen oder aus einem ganz anderen Department, aus einem ganz anderen Bereich und arbeiten an einer Idee, die eventuell für das Unternehmen gut ist oder vielleicht für die Zusammenarbeit im Unternehmen oder vielleicht sogar einen sozialen Aspekt, dass man sagt, so, wir entfernen uns aus unserer Bubble, wir schauen mal, was es für Probleme da draußen gibt und was können wir als Unternehmen machen und als Mitarbeiter. So, und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee, weil da förderst du automatisch das innovative Denken, das kreative Denken in deinen Leuten. Du förderst aber auch die Zusammenarbeit. Sprich, wenn du jetzt Teams bildest oder wenn eine der Grundvoraussetzungen wäre, die Teams dürfen nicht im eigenen Department stattfinden, dann förderst du eigentlich auch den Austausch zu anderen Kollegen und zu anderen Servicelines und Departments, wie gesagt. Das heißt, sowas, glaube ich, würde ich implementieren. Es befähigt nämlich auch die Leute. Ich habe ja auch vorher bei einer anderen Frage gesagt, so oder Frage beantwortet, diese Selbstbestimmtheit, das Selbst etwas schaffen, dass das oftmals unterdrückt wird in viele Unternehmen. Und da würde man mit so einer Aktion und mit so einer Maßnahme, würde man dem entgegengehen und sogar das Gegenteil fördern, sprich Innovation und Out-of-the-Box-Thinking. Also sowas würde ich persönlich, glaube ich, implementieren. Karin, wie ist denn deine Vision für Leben und Arbeiten der Zukunft? Also wie werden wir beispielsweise in 2030 leben und arbeiten? Ich glaube, wenn ich mir meine Mentees von heute anschaue, meine Mentees, die wir als unsere Kunden, sage ich mal, aufnehmen bei MentorMe, sind junge Frauen, die entweder Studentinnen sind, die entweder Absolventinnen oder Young Professionals sind. Und einen Trend habe ich auch gesehen, die letzten 3 Jahre, seitdem ich MentorMe leite, ist, dass diese jungen Frauen, aber nicht nur die Mentees, sondern auch viele Mentoren, nicht mehr den Vollzeitjob, sprich 40-Stunden-Job machen wollen, wo sie lauter finanzielle, materielle Benefits bekommen, wie zum Beispiel ein Firmenauto oder ein Firmenhandy und das große Geld am Ende des Monats, sondern lieber ein bisschen weniger arbeiten. Das heißt, lieber 30 Stunden in der Woche und dafür etwas Soziales, die restlichen 10 Stunden machen. Etwas, wo sie sich engagieren können, etwas, und das ist ein O-Ton, der sehr oft kommt, etwas mit Sinn. Und diesen Wunsch sehe ich bei ganz, ganz vielen Leuten. Das heißt, ich glaube, dass wenn wir jetzt wirklich 2030 uns ansehen als Jahreszahl, dass Unternehmen und Organisationen, die wirklich da Erfolg haben wollen, sind jetzt noch mehr als 15 Jahre hin, oder knapp 13 Jahre, wirklich dem entgegenkommen müssen, um gute, tolle, engagierte, kluge Leute zu bekommen. Also die müssen wirklich etwas bieten, was abseits jetzt des Businesses auch ihnen persönlich etwas bringt, ihnen persönliche Wertschätzung gibt und Sinnstiftung gibt. Das, glaube ich, persönlich ist die Arbeit des Zukunfts für all jene, die gebildet sind. Auf der anderen Seite,
Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt mit der Digitalisierung und vor allem werden ja niedrige Jobs digitalisiert. Die wird es überhaupt nicht mehr geben. Viele Jobs, die es heute gibt, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das heißt, eigentlich sollte hier wiederum die Politik, aber auch die Wirtschaft sich schon Gedanken machen, was machen wir mit diesen Menschen? Wie fangen wir sie auf? Weil ansonsten haben wir in Zukunft, ich weiß es nicht, 20% aller heutigen Arbeitnehmer, die nicht mehr arbeiten können, weil sie wahrscheinlich die kognitiven Fähigkeiten nicht haben oder die Ausbildung nicht. Aber was macht man mit denen? Die können dann nichts arbeiten. Und da tatsächlich, wenn wir das nicht schaffen, die auch mit einzubinden in die Arbeit der Zukunft, glaube ich, stehen wir vor einem Problem. Das heißt, es wird in Zukunft die Gewinner geben, die Kreativen, die Empathischen, die vor allem die flexibel sind, die selbstbestimmt arbeiten wollen und leben wollen, die auch ihre Jobs wechseln wollen, die sehr viel Kreativität im Unternehmen bringen, aber es wird eine Herausforderung werden für diejenigen, die eine geringere Bildung haben, weil aus verschiedensten Gründen. Und die müssen aber genauso aufgefangen werden. Was glaubst du, dass wir uns dann vielleicht von so klassischen Erwerbsmodellen auch verabschieden müssen? Und da gibt es ja auch schon einige Ansätze in diesem Bereich. Sagen wir so, ich glaube nicht an drastische Änderungen. Ich glaube, alles verändert sich ständig, aber ich glaube jetzt nicht irgendwie an so ganz krasse Maßnahmen, es wird überhaupt kein Angestelltenverhältnis mehr geben. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es gibt mehr Selbstbestimmtheit und es gibt mehr flexibles Arbeiten und ich glaube, es gibt tatsächlich mehr Projektmanagement. Das heißt, dass Leute weniger auf monatlich angestellt arbeiten und da ein Angestelltenverhältnis haben, sondern eher projektbezogen. Dass sie wirklich für verschiedenste Projekte nur für Unternehmen und Organisationen arbeiten und dann wieder gehen. Dass man sich wirklich Experten holt für die Dinge, die in einem Unternehmen anstehen und dann lässt man den auch wieder gehen. Das glaube ich schon, dass das stark kommen wird in der Zukunft. Karin, was sind deine 3 wichtigsten Hashtags? Ich würde sagen, ich habe eigentlich jetzt schon ganz viel in dem Interview gesprochen, auch über so Selbstbestimmtheit und das ist mir persönlich auch ein sehr wichtiger Wert und deshalb würde ich aber jetzt nicht Selbstbestimmtheit als Hashtag nehmen, sondern Freiheit. Die menschliche Freiheit zu entscheiden, was will ich nicht und dann den eigenen Weg gehen. Das heißt, Freiheit ist für mich ein wichtiger Hashtag. Der nächste Hashtag ist clever, weil ich merke als Unternehmer und Unternehmerin, man muss heutzutage in der Arbeitswelt auch, oder in der Wirtschaftswelt auch sehr clever sein, sich anpassen können, schauen, wo Trends sind, aber dabei auch gleichzeitig immer die eigenen Werte verfolgen, also sich nicht im Kern selbst verlassen und dabei wirklich schauen, so, wo gibt es Synergien, wo gibt es Chancen und was ist aber etwas, wo ich umsonst meine Ressourcen investiere. Clever ist das Zweite und das Dritte ist definitiv Leidenschaft. Da habe ich gesehen, Alina, Leidenschaft bringt einen sehr, sehr weit. Und ich habe Leidenschaft für die Dinge, die ich mache. Und ich habe auch gesehen die letzten Jahre, dass Leidenschaft kann in anderen auch ein Feuer entzünden. Das ist wirklich so. Und Menschen, die Leidenschaft haben, da bin ich wirklich davon überzeugt, werden ein gewisses Level bzw. einen persönlichen Erfolg erzielen, weil sie können andere Leute begeistern und wir leben in einer Welt der Zusammenarbeit. Also sind die 3 Dinge, sind Freiheit, Clever und Leidenschaft. Dann vielen Dank für die interessanten Einblicke. Ich danke dir. Dankeschön. Transforming Organizations ist ein Podcast von Gesellschaft sein.